Eigentlich dachte ich, du kannst kochen. Was soll Der das? Pfanne geht's nicht so gut. Weine und du bist voll am Start. Ich wollte das Taxi nicht zahlen, weil sonst wäre das Geld wieder weg gewesen. Was für dich ein bisschen peinlich gerade? Das ist geil, ey. Das sieht geil aus. So Leute, wir sind wieder bei Alvaro's Kitchen Talk. Der heutige Gast. Wir haben schon ein paar Mal verschoben. Wir haben fast schon zusammen gedreht und fast uns kennengelernt. Leider haben wir es nicht geschafft. Und jetzt ist er da. Der erfolgreichste Food Content Creator auf der Welt, würde ich sagen. Super gut aussehen. Viele Leute verwechseln ihn mit Robbie Williams. Hier ist er, Stefano Zarella. Alter, hey. Was ein schönes Intro. Hey, ja, naja, gut, ich habe ganz improvisiert. Ich habe dir was Kleines mitgebracht. Ach, cool. Unglaublich schnell, mein Mann, ich Kochbuch. freue mich so sehr, dass Ja. du da bist, wirklich. Weil freu du mich bist auch der sehr. erste Gast, der kochen kann, der dabei ist. Und Ray Dalton war auch sehr gut, aber fast alle Gäste, die ich hatte, sind super gut mit mir befreundet. Aber ich habe gemerkt, ich habe Freunde, die nicht kochen können. Ja. Das darf nicht sein. Deswegen, wir müssen jetzt Freunde Na werden. klar, wir sind Freunde. Direkt Geil. jetzt schon. Okay, unglaublich schnell. Geil, vielen Dank Heute für das Buch. wird's lecker. Ja, 100%. Machen wir denn was von hier oder ist es so... Nee, das ist, was wir jetzt machen, findest du nirgends in meinem Kochbuch. Okay, wir machen gut, dann- eine italienische Danke dir. Burger. Ein italienischer Burger machen wir. Italienische Burger. Geil. Dann würde ich sagen, wir grillen ein bisschen, machen Oh, das ist so Patty cool, fertig ey. und ist vegan. Ja. Und dann würde ich machen wir vielleicht so eine kleine Challenge, Ja? wie wir den belegen. Aber entscheidest du, was Aber- wir machen in meine Show oder entscheide ich jetzt? Du bist der Boss. Okay, gut. Ich sag gar nichts, ich bin einfach da. Okay, let's go. Also Italo Burger machen wir. Ja. Und was benutzen wir? Wir benutzen Tomate, Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini, die braten wir gleich an. Ja. Rucola, dann vegan Parmigiano Okay. und einen veganen Patty. Hähnchen-Patty vegan. Es gibt, ich habe einen perfekten Patty mitgebracht. Okay. Weil, guck mal, vegane Option. Boah, Crispy Chickimicki Burger. Mamma mia. Und das ist auf Yoga. Das ist auf Yoga. Auf Yoga. Auf Yoga. Sorry. Auf Yoga. Das ist aus einer Sojabasis, natürlich. Und ich glaube, es wird sehr crispy. Ich glaube, wir braten das dann hier an und Ja. dann wird es richtig geil. In den davorigen Staffeln habe ich immer so einen Wein angeboten. Und das ist kein Wein? Doch, natürlich. Ich habe einen Wein mitgebracht, aber der ist... Warte, ich hole den mal kurz. Okay, cool. Der Karl Schäfer, ne? Der Karl Schäfer, der macht typische das. Karl Schäfer. Der macht das, gell? Hopsa. Ja, so kurz. Willst du ein Ein bisschen Schlückle. haben? Ja, Ah, Schlückle. ja, machen wir ein Schlückle auf, komm. Du bist ja im Schwabeländle. Ah ja, weißt du. Wo kommt der her, der Karl? Der ist aus... ich glaube, das ist aus der Pfalz. Ah ja, egal. Das ist in Ordnung. Der ist ein Riesling aus der Pfalz. Das passt schon. Hast du eine Flasche auf in Ordnung? Also Italien und Spanien haben so ein bisschen so Beef. Echt? So was. Also vor allem was so Küche angeht. Ja, die sind sehr Gibt so stolz. viele Leute, die sagen, nee, no, la cucina italiana è molto migliore che la spagnola. Gut, der spielt Englisch spricht. Mama Naja, mia. du sprichst ja auch Italienisch. Ja, Spanisch kann ich auch ein bisschen. Aber und in Spanien sind die natürlich auch sehr stolz, dass das die beste Küche ist der Na klar. Welt. Und dadurch, dass ich auch viel in Italien war, Hopsa. das Battle ist echt schwierig. Italien, Was magst du denn? italienische Klar sagst du Küche- natürlich, aber Also ich mag spanische Küche, aber was ich mag bei beiden ist, dass man mit guten Zutaten nicht mehr viel braucht. Das stimmt, ja. Weißt du, du hast 3 Zutaten und du machst, also kannst du Pasta machen, Pasta ali olio oder Ja, Cacio ja. Pepe, super easy. Ja, voll. Also das ist einfach, das mag ich halt. Dass Wenige nicht so Zutaten, aber gut. Soße so noch drauf kommt und so. ja, voll. Ja. Hast du ein lieblingsitalienisches Rezept? Spaghetti Vongole. Spaghetti Vongole? Ja, ich liebe Spaghetti Vongole. Dieses Format ist entstanden, weil ich so sehr oft Leute zu mir nach Hause einlade und dann in Spanien, ich glaube, in Italien ist es ähnlich, aber bei uns ist es so, man macht so ein bisschen Aperitivo, Ja. man trinkt ein Weinchen, während man kocht. Aber das kommt jetzt auch mehr in Deutschland, ne? Dieses Aperitivo. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch irgendwie so ein Genussmoment. Das ist Absolut. halt einfach- also er ist ein warmer Wein. Egal. Oh, there you go. Wir sagen einfach, es ist kalt. Leute, es ist mega kalt. Boah, ist so voll frisch, kühl. ey. Ihr seht ja die Kälte Boah, am Glas. Man könnte es genau sehen. Richtig kalt. Also so, genau so muss der sein. Richtig. Genau. Oh, richtig. Oh, man spürt. Salute. Vorsicht, nicht krass einatmen. Ne? Perfekte Temperatur. Ah, Eiswürfel. Darfst du mit Händen nicht sagen. Nee, in Spanien auch nicht, aber wir sind in Deutschland und deswegen holen wir uns jetzt Heule einen Eiswürfel rein, komm. Das ist ja auch krass. Gestern hatte ich so einen Podcast gemacht, wo wir auch über Wein gesprochen haben und dann haben wir auch über dieses Weinschorle-Konzept gesprochen, was ja eigentlich Das ist ja. kannst du Also, in Italien und Spanien auch nicht machen. nee, das gibt's gar nicht. Also Aber- wir haben das gar nicht. Aber es gibt, also viele mögen das mit süßer Sprudel zum Beispiel. Ja, genau. Brutal, gell? Krass. Aber ist schon Das ist witzig. brutal. Das ist brutal. Aber es ist schon witzig, diese verschiedenen Kulturen. Also ich bin auch offen für sowas. Ich probiere das auch dann gerne. Voll. Ich auch. Wir hatten immer Frau Frank.
Wir hatten ein Restaurant, Frau Frank, wir hatten ein Restaurant hier und an dem gleichen Gebäude war das Kino. Und der Inhaber hat uns quasi das Restaurant vermietet und dem hat das Kino gehört. Deswegen durfte ich immer meine ganze Kindheit umsonst ins Kino. Und das war auch mein erster Job. Mein Traum, ey. Ich habe Popcorn gesaugt im Kino. Hast das war mein erster Job. gesaugt? Ja. Ah, okay, geil. 5 Mark die Stunde. Das sind umgerechnet 2,50 Euro die Stunde. Hast du dich richtig geärgert, wenn so, weil es gibt so Leute, die irgendwie entweder krass Angst haben im Kino oder ich weiß nicht, was die machen, aber die werfen alle Popcorn einfach auf den Sitz. Weißt du, wie dreckig das war? Und seitdem habe ich nicht ein Popcorn mehr fallen lassen. Weil das muss man ja wieder sauber machen. Ja, klar. Wir sind ja hier zum Arbeiter, gell? Scharfer Häuslebauer. Ja, du bist hier natürlich zum Wir sind Arbeiten ja- da. wir sind ja nicht zum- Jetzt, wo einer kochen kann, musst du jetzt zur Arbeit, was du schaffen. Richtig schöne Tomaten. Okay, was soll ich machen? Du machst die Tomaten klein, ich die gut. Zwiebeln. Ja, perfekt. Dann machen wir Ich die... wasche die kurz, oder? Das Ja. jetzt- Haben wir das schon... Nee, noch nicht gewaschen. Also ich hätte von dir gedacht, dass sie schon gewaschen sind. Ich hätte auch gedacht. Aber ich wasche die trotzdem. Okay. Sonst kriegt man Allergie. Nein, das passt schon. Pollen und so. Ah, witzig. Oh, mega. Ich freue mich, hier zu sein. Geil, Das ist ey. einfach ein schönes Und Stefano, Gefühl, sag mal, wo bist du denn aufgewachsen? Bist du in Italien geboren oder bist du in Deutschland geboren? Ich bin in Deutschland, in Hechingen geboren. Und als ich 1 Jahr war, wollte Papa für immer nach Rom ziehen. Ach, krass. Genau, und dann sind wir nach Rom gezogen für 1 Jahr. Sorry, sind die aus Rom beide, oder? Papa ist aus der Nähe von Rom, Avellino, und Mama ist aus Napoli, Caserta. Ah, wow. Und dann mein Papa- Caserta, Napoli, ja? Ist schön, gell? Krass, Napoli ist auch krass. Papa hat 10 Jahre in Rom gelebt, alleine damals, und wir mit der Familie 1 Jahr. Und dann wollten Giovanni, mein Bruder, und meine Schwester Maria zurück, wegen den Freunden. Ja, natürlich. Das macht auch sehr viel aus, ne? Und dann bin ich 2011 erst nach Köln gezogen, nach dem Abi. Ach, krass. Weil ich wollte in eine Großstadt. Ja. Und dann habe ich Partys veranstaltet. Ich war halt gern Gastgeber. Ich wollte immer was machen, um den Leuten Spaß zu bereiten. Ja, das liebe ich sowas. Und ich kannte ja keinen, deswegen bin ich wirklich auf meiner Party zu jedem hin und habe gesagt, hey du, das ist meine Party, hier ist meine Nummer. Zu Hause sozusagen? Nee, im Club. Im Club dann? Und die hieß Fuck Yeah, It's Friday. Richtig einfallsreich. Das war jeden Freitag. Ja, aber voll geil. Fuck Yeah, It's Friday. Dann habe ich alle angesprochen und dann habe ich mir so quasi mein Netzwerk aufgebaut. Und wie, hast du den Club dann gemietet oder war das? Nee, ich habe ein so Deal ein mit den Fixum Clubleuten? bekommen. Ja, okay. Also wirklich Für, nicht viel Geld. für jede Person, die reinkam, hast du so. Nee, einfach ein Fixum für die ganze Nacht. Ach so. Das war aber so wenig, dass ich auch nicht getrunken habe, weil ich wollte das Taxi nicht zahlen, weil sonst wäre das Geld wieder weg gewesen. Ja, klar. Und dann habe ich mir so mein Netzwerk aufgebaut. Geil. Und später habe ich dann wirklich schon die vollste Party in Köln gehabt. Was hast du für Augen? Wieso weine ich, obwohl du Zwiebeln schneidest? Weißt du, was mir ein Chefkoch mal gesagt hat, so ein Sternekoch? Ich habe ihn gefragt, wie kriegt man das hin, dass man nicht mehr weint? Hat er gesagt, noch mehr Zwiebeln schneiden. Deswegen. Super Tipp. Ey, das ist echt krass. Ich weine und du bist voll am Start. So. Aber ich sag dir warum. Das habe ich gerade aus dem Pool bekommen. Ich sag dir, warum man auch weint, wenn die Messer nicht zu scharf sind. Genau. Aber nicht bei der Tomate, oder? Warum meinst du bei der Tomate? Ja, ich weine nicht. Ich weine bei der Zwiebel. Bei meiner Oder ist meine Geschichte so krass mit den Partys? Ist schon emotional, gell? Ich war immer ziemlich. Ich bin so happy, dass du endlich da Ich bist. wusste, dass du ein großes Herz hat. Also, So happy, dass du endlich da bist. Aber das stimmt wirklich. Oh mein Gott, ey. Das wird richtig emotional gerade. echt? Ja, mach dir keinen Kopf. Es wird alles gut. Krass. Läuft doch alles gut. Okay. Ist es so gut, so klein? Perfekt. Oder ein bisschen kleiner? Ein bisschen kleiner noch. Krass, ey. Das sind sogar außerdem die Eis-Rom-Farben von. Wir sind Eis-Rom-Fan, ich und Giovanni. Das stimmt. Giallo Rosso. Das sind auch die Farben ein bisschen von der katalanischen Flagge und von der spanischen Flagge. Stimmt. Deswegen haben wir genau die Tomaten ausgesucht. Richtig. Jetzt werde ich langsam auch emotional. Ja, das wird so Wenn ich so nach emotional. Spanien denke, werde ich Ich emotional. liebe es. Aber zu dem, was du gesagt hast, also vor allem, das ist ja so, du machst Partys und auf einmal, wie kommt es dann sozusagen dazu, dass du jetzt auf Instagram so viele Follower hast? Und war eine du da schöne einfach Zeit. Wirst du noch lieber Clubveranstalter? Ich hab jetzt tatsächlich 2022. Oh Gott. Jetzt geht's los. Zum Glück, ey. Ich dachte, du bist eine Maschine einfach. So ein Roboter. Nein, ich habe noch größere Sätze wie du. Das glaube ich sogar. Oh, ich kann nicht mehr, sehr so viel gelacht. Wegen der Zwiebel. Oh, wow, krass. Okay. Also du warst in Köln? Genau, ich habe parallel dann Sport- und Eventmanagement studiert. Ah, wirklich? Ja, das war eine schöne Zeit. Ja, also ich brauche eine Schüssel. Ey, das ist okay, Mann. Nostalgie ist okay. Ja, wir das können ist- gerne so ein bisschen so Du weißt doch, da kommen die alten Zeiten hoch. auf Nostalgia Lane gehen und Ja. ein bisschen, dann brauchst du so Taschentücher. Und ich vermisse einfach meine Jungs. Du weißt doch, wie das Das ist. glaube ich aber. Aber warte, wie kamst du überhaupt zu dem ganzen Kochen dann? Also, Weil ich habe halt... also Kochen war schon in der Familie durch deine Eltern natürlich, ne? Durch meine Mama und ich habe ich habe dann aufgehört mit Kicken, aber habe dann viel Fitness gemacht und dann kam ich so, dann wollte meine Mom von mir die Rezepte haben, diese Low-Carb-Geschichten. Sieht echt lecker aus. Pico de Gallo heißt es auf Spanisch. Das hier. Pico de? Pico de Gallo. Pico de gallo. Genau.
Das macht man auch, eigentlich kann man fast immer Guacamole machen auch, ne? Wenn du jetzt noch Avocado hättest und so. Stimmt, oder Bruschetta kannst du auch machen. Ah, stimmt. Alles ist connected. Auch noch ein Stück Brot. Alles ist connected. Jetzt würde ich sagen, wir müssen jetzt nur noch die Zucchini anbraten. Ja, machen wir mal. Ja, da ist es doch. What's the best school? Old school. Es verbrennt alles. Die Pfanne, der Pfanne Also geht's doch nicht Stefano, so. eigentlich dachte ich, du kannst kochen. Was soll Der das? Pfanne geht's nicht so gut. Mach Ist mal. es für dich schon, ich mag das so, ist das für dich schon zu viel? So, ich mag das so. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel, aber das ist geil. Das finde ich sehr Der gut. der hat es nicht geschafft. Der hat es nicht geschafft in die Top 11. Ja, der Arme hat es nicht geschafft. Aber wir werden ihn hier so als Memorial trotzdem bei uns mitnehmen. Wir können noch einen Laden machen. Alvaros Stefano. Alvaro Stefano wäre richtig geil. Alvaros. Ich bin ja gerade... Alvaros und dann Stefano. Alvaro Stefanos. Also, Haben wir da schon. klingt das Also- griechisch, glaube ich. Alvaros Stefanos. Aber ich habe gerade, ich bin ja vor kurzem Papa geworden und ich habe dann, als ich zu Hause war, als wir sozusagen im Wochenbett waren und auch davor, als wir gewartet haben, habe ich jeden Tag einen Kaffee gemacht zu Hause. Haben mir vorgenommen, einfach so Disziplin. Jeden Tag mache ich einen Kaffee und ich mache so Latte Art. Und ich habe ein bisschen gelernt. Das ist krass. Also wenn so ein paar Also kannst du ein bisschen Tutorials Latte anguckst- machen mit Art? Ja, ein bisschen kann ich machen. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, ob wir das mit der Maschine von hier schaffen. Ja, Du musst dann einmal zu mir nach Hause kommen und zeigen. Sempre scuse. Sempre scuse. Immer das Gleiche. Was kann ich Du denn kannst hier schon gerne, mal du machen? kannst Soll ich Ciabatta gerne schon schneiden? Ciabatta schneiden? So. Gleich danach müssen wir echt eine Yoga-Übung machen dann. Ja, Hast du gerne. Yoga? Hast du Yoga gemacht? Ich habe das immer an meinem Geburtstag gemacht. Da habe ich mit Brad, der ist ja Yoga-Trainer vom FC Köln. Brad Pitt. Nee, Brad. Aus Amerika. Und dann habe ich gesagt, Brad. Und dann habe ich meine Jungs eingeladen, 10, 12 Jungs, und wir haben wirklich Yoga gemacht, morgens um 10. Krass, ja, im Yoga ist mega geil. Und die Jungs haben mir geschrieben, ey, was meinst du mit Yoga machen? Sag ich, ja, wir machen Yoga. Und es war witzig, wir haben echt Spaß gehabt. Ey, Yoga finde ich mache gerade ich habe so eine Yoga-Challenge gemacht, 30-Day Yoga-Challenge. Und dann jeden Tag Yoga einfach morgens. Habe ich schon natürlich nicht geschafft. Aber es war richtig gut. Mega geil. Auch für die, einfach so, Yoga für mich ist wie ein bisschen so Meditation. Und ich mag meditieren. Ja, und man Und dann merkt hilft auch, es mir wirklich. man merkt auch einfach, wie unmobil man ist, wegen die ganzen Sitzen. Ich bin super unmobil. Ja. Also ich habe ultra lange Beine, ich komme nicht mal nach unten, ich komme nicht mal zu meinen Knien. Wie groß bist du? 1? 1,90. Leute, deswegen nicht denken, dass ich klein bin. Er ist einfach groß. Du bist auch groß, ja, das stimmt. Ich bin nicht so ein kleiner Italiener. So. Aber ich muss sagen, viele Ja. sagen mir, wenn die mich in echt sehen, sagen die, ach krass, du bist viel kleiner als ich dachte. Wirklich? Ja. Krass. Bei mir andersrum. Und dann sagen die, können wir ein Bild machen? Sag ich, nein. Spaß. Da machst du das Bild so. Nein, nein. Okay, warte, dann haben wir das hier. Ich mache gerade das warm für die Burger. Ja. Und dann... Sollen wir einfach kurz erstmal das Brot hier anbraten? Casa parlate italiano o no? Sì, certo. Parlo perfetto. Ja. Nee, das wusste ich, aber ob ihr zu Hause sozusagen noch mehr, weil klar, deine Nee, Eltern die sind reden auch also super lange schon hier. mit meinem Bruder haben sie mehr viel Italienisch gesprochen und dann immer weniger. Meine Schwester weniger und mir gar nicht. Mit mir sprechen so Italo-Schwäbisch. Italo-Schwäbisch, Ja. geil. Ste, vieni a casa. Poi mangiamo, dann essen wir, weißt du, so ein Mix. Schade, aber. Aber das ist so, bei uns zu Hause spricht man auch Deutsch und Spanisch eigentlich. Weil mein Vater ja sozusagen nur Deutsch spricht und meine Mutter Spanisch. Aber hast du so einen Katalan-Akzent? Ist das ein bisschen anders? Ein bisschen katalanischer Akzent. Ich kann irgendwie, hat mir. Ich Aber weiß man nicht. merkt es nicht mehr so doll, weil ich habe in Madrid gelebt habe und so. Ah, okay. Ja. Ich war irgendwie in Französisch viel besser als in Spanisch in der Schule. Komisch, Wirklich, oder? das ist komisch. Ich mochte halt Eigentlich Französisch voll. eigentlich ist es, also ja, Französisch ist cool auch, aber ich finde, Spanisch ist besser. Kannst du Französisch sprechen? Ja. Echt? Aber ich habe nur ein bisschen, also ich habe in der Schule das auch gemacht. Und irgendwann, es war so schwer, vor allem Französisch, da schreibt man ja die Wörter genau komplett andersrum, wie man die dann ausspricht. Und Italienisch und Spanisch ist Das ist easy. einfach. Easy. Genau. Eigentlich Deutsch richtig schwere Sprache. Auch Deutsch ist super Also wenn so meine Jungs so Ja. aus Italien sagen, die, wow, wie kannst du Deutsch so schwer? schwer. Ich bin so happy, dass ich Deutsch auch als Kind gehabt habe, im Kindergarten und sowas. Boah, die Pfanne ist übelst stark. Boah, die ist super krass, ne? Cool. Das ist auf 4 oder was? Und das ist schon ultra. Ich war gerade auf 6, aber 6 brutal. Hier bin ich auf 4, ich glaube, ich gehe auf 3 oder so. Wichtig, Leute, beim Burger immer die Patties, das Brot immer anbraten. Die Patties Boah, natürlich auch, super aber das gern. Brot immer anbraten und dann mit so ein bisschen, gerade bei Ciabatta, mit so Knoblauch drüber gehen. So geil. Und dann mit Alioli auch. Vegane Alioli. Ja klar. Ja? Heute Knoblauch auf einer Bombe. Knoblauch auf die 1. Sag mal nochmal, aber wie, also mit dem Kochen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie du auf einmal zu den Videos gekommen bist und hast gesagt, jetzt mache ich auf einmal einfach auf Instagram, oder war das Instagram oder war das TikTok oder wo war das? Nee, es war so, dass mein bester Freund
aus Stuttgart. Also ich hatte so 3 ganz enge Freunde. Andi, von dem ich auch Partner bin vom Sohn. Ja. Serkan und Martin. Und Andi hat damals so witzige Videos gemacht mit der Familie. Also er und seine Frau mit seinem Kind. Aber sein Kind war damals noch Baby, aber Sorry, das die haben dann irgendwie sowas gemacht wie, keine Ahnung. Sagen wir zum Beispiel, wir haben so ein Baguette gehabt und die haben dann so richtig teilen, haben so mit so einem Meterstab und dann richtig halb, so witzige Ja, krass, Videos. okay, ja. Und der ist dann voll viral gegangen. Gerechte. Und dann hat er gesagt, ey Steph, du machst so voll Spaß zu kochen, warum postest du nicht auf TikTok? Dann habe Ja. ich gesagt, ja, eigentlich stimmt, hast du ja recht, mir macht es ja Spaß zu schneiden und zu filmen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und damals waren immer Videos 15 Sekunden. Naja, klar. Und dann musst du mit schnell Voiceover. Und jetzt so kommt die schnell. Pasta rein und Knoblauch, unglaublich lecker. Und dann weißt du noch genau, ich war im Bad, 5 Uhr morgens, Gesicht gewaschen. 5 Uhr morgens? Ja, weil er ist immer beim Bund um 5 Uhr gegangen, zum Bund. Und ich war um 6 Uhr wach, genau, weil ich gehe um 6:30 ins Gym. Krass. Dann war ich wach und er schreibt mir so, guck Bro, ich hab's gewusst. Und ich so, was meinst du? Ja, dein Video geht voll ab. Und dann war ich auf TikTok und hatte mein Video 800.000 Aufrufe. What? Und dann Dein hab ich- erstes Video? Mein zweites oder so. Und dann habe ich gesehen, dass ganz viele von TikTok auf Instagram springen. Also ist mein Kanal bei Instagram. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann das jetzt nicht richtig machen, weil ich arbeite noch für Pietro, ich habe meine Veranstaltungen. Klar, klar. Wo soll denn das hingehen? Krass, ey, Und dann aber habe geil. und dann kamen die Reels. Und dann habe ich gesagt, komm, dann poste ich die, aber nicht eben vorne, wo man das sieht, sondern ich habe die gepostet, aber du kannst die Reels im Hintergrund posten. Dass du Ja, quasi nur die nicht- Reels. Du siehst sie nur bei Reels und nicht bei den Posts. Genau. Ja, genau. Weil ich wusste, war ein bisschen unangenehm. Ich so, ich arbeite mit Pietro, kann jetzt nicht kochen, aber aus Spaß. Einmal, Ja, ist doch ich geil. mache ja auch eine Pause, Mittagspause, dann mache ich es einfach da. Weil das ging ja, Ja, aber krass, dass du noch Zeit hattest sozusagen. ja, aber als ich habe es wirklich eine halbe Stunde gemacht. Rezept und dann Ja, ja. geschnitten alles. Krass, ey. Was heißt, habe ich die Zeit gehabt? Ich habe echt viel gearbeitet so zu der Zeit. Und Ja, dann habe voll. ich, mir gesagt, ab dem 1.1.21 poste ich es einfach im Raster und ich kündige meinen Job. Und dann hatte ich ein halbes Jahr später hatte ich 1 Million Follower. So. Wow. Das war echt schnell. Geil, ey. War Mega cool, ey. Was sind die Sachen, die wir jetzt benutzen können? Also Rucola, Weißwein? die Pico de Gallo. Weißwein auch. Pico de Gallo. Hey. Hast vorhin aber noch anders ausgesprochen vor dem meinen. Was sag ich mal? Hast vorhin anders ausgesprochen. Nö. Und dann Nee. Alioli und Parmesan. Rucola, genau, und Balsamico-Creme auch. Also, Das okay. ist auch cool. Geil. Geht auch immer. Und dann noch das Schickimicki Burger. Und Parmigiano. Da brauchen wir eine Reibe noch. Parmesanreibe. Fast fertig. Upa. Guck mal hier, die Farbe ist ja so geil. Okay. Ich glaube, das Ist es überhaupt, yes. Ich glaube, die sind jetzt perfekt. Ich mach mal hier aus und lass es mal auf dem Feuer. Bleibt mir noch ein bisschen warm. Oder so. Ich fange jetzt erstmal an mit ein bisschen Alioli auf der Basis. Okay. So gerne. Weil dann klebt Sehr es dann klebt auch gleich die Sehr gut. Rucola. Oh. Rucola. Rucola. Geil. Oh, ey. Und dann nehme ich hier direkt das hier raus. Wow, das sieht geil aus. Wir müssen dem Ganzen irgendwie so einen Namen geben. Den Burger? Ja. Ja. Yoga-Burger, oder? Ja, stimmt. Der Yoga-Burger. Boah, und das hier so drüber jetzt so. So, und alle Burgerketten. Das Rezept Yoga-Burger. findet ihr nur hier. Nur hier. Falls ihr auch Unterhaltung haben wollt bei euch in der Küche, geile Musik Wir haben alles. und 2 sympathische Robbie Williams-Typ. spanisch, italienisch, deutsche Typen. Alles. Wir kochen, wir singen, wir machen alles. entertainen. Wir bringen sogar Technik mit, Box, alles. Wir bringen wirklich? Ja. Wir bringen die ganze Technik auch mit. Wir bringen Richtig. Technik mit. Technik mit. Licht wir haben auch, auch Licht Licht bringen wir auch mit natürlich. Ihr müsst an gar nichts denken. Catering auch. Sogar Catering auch. Catering. Die Bühne bringen eben alles. Teller, Gläser auch alles. Wein, Gläser. Was noch? Getränke. Das war's. Das sollte auch reichen, Leute. Becher, Wir sind aber Teller. sehr teuer. Genau. Natürlich. Wir wollen ja nicht. weil wir haben hier das vergessen. Okay. So, jetzt. Auch mit dieser Soße hier unten. Dios. Boah. Boah, ist das pornös, ey. Hier. Das ist geil, ey. Das sieht geil aus. Uff. So, Dele. Das ist wirklich ASMR hier. Wow. Brauchst du eine Zucchini? Ja, du hast die Schürze. Nee. noch. Ja, du Na, ich hab. bist ein smarter Typ. Er war schnell. Schon witzig, gell, diese. Wie nennt man das denn? Ich denke, ich habe immer so einen Teddy verschluckt, wenn man so redet. Also, Teddy Detectable. Weißt du, das Teddy, wir kommen aus Hechingen. Und Giovanni war einer der Ersten, der so Führerschein hatte. Und hat immer so 5, 6 Jungs mitgenommen zum Basketballspielen hochgefahren, so einen Ja. Berg. Und einer davon war halt Teddy. Wirklich? Ja. Ach, wie geil. Das ist so krass. Und Teddy hat uns damals zu seiner Show eingeladen, 2013, da war ich frisch in Köln. Ja. Und meine Tante war dabei. Ach, krass. Und dann hat er zu ihr gesagt, ja, sie heißt Italia. Meine Sie heißt Tante, Italia. Weil du hast früher Geld vom Staat bekommen, wenn du nach deinem Land hießt. Nein. Wirklich. Was? Meine Tante heißt Italia.
Also Real Talk, ohne Witz. Wie viel Geld kriegt man dann, wenn Keine Ahnung. meine Tochter jetzt Vielleicht doch 10 Mark oder so. Espanja heißt? Ich weiß nicht. Alter, das ist ja krass. Wirklich, also Real Talk. Und dann hat er doch zu ihr, wenn ich niemals vergessen, gesagt, Italia, ich war damals bei dir in der Eiscafé Laguna, Eis essen. Die so, das hat mich aber gefreut. Die weiß noch, du warst so klein. Und da hat eine Kugel Eis, weiß nicht, 20 Pfennig gekostet. Ja, geil. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war das wirklich in Ordnung noch, ja. So. Da gab es keinen Algorithmus. Okay. Die Welt vor dem Algorithmus. Also ich mache noch mal ein bisschen Parmesan hier drüber. Ja, mach. Geil. Boah, Gänsehaut. Sieht so gut, ja wirklich Gänsehaut, ey. Geil. Und jetzt hier? Das wären diese Burger, wo du nachher nicht weißt, wie du reinbeißen sollst. Kennst du, ne? Ja, das ist so wie Aber Döner egal. halt. Egal. Ja, das ist geil. Okay, wieso fällt das ganze Parmesan überall hin, wo ich es nicht will? Ah, du machst so, okay. Wie machst du das? Egal, was schleichst du hin, Mann. Ich habe gar nichts verstanden. Schön. So, also wirklich dieses Parmesan. Ich habe keine Ahnung, was da passiert gerade. So, mach einfach kaputt mit den Fingern sonst. So ist am besten. Oh ja. Wo hast du den Parmesan hin? Ja, da, auf dem Boden gerade. Der lässt ihn einfach fliegen. Ah, der ist so ein bisschen... Dios. Ja, siehst du, der geht nicht so richtig. Doch, geht, guck doch. Ah, so machst du den. Okay, ich habe ja so Snow gemacht. Jetzt du hast so... Snow, Und natürlich würde ich Snow. sagen, für die obere Schicht auch noch ein bisschen Alioli drauf. Boah, das wird echt krass. Also, danach kann man jemanden küssen. Egal. So. Wow. Dios, ich glaube, das ist das beste Rezept, was wir je gemacht haben. Boah. Jetzt Gänsehautmoment. Jetzt Gänsehautmoment kurz. Was? Oh. Ciao, ey. Habe ich getroffen? Ja, klar. Ich hab's gehört. Hab ich gehört. Warte, ich hol Teller, ich hab Gänsehaut. Balsamico ist natürlich ein Profi-Move. Das ist ein richtig Italia-Move. Welche schöne Teller soll man nehmen? Warte, ich hab die da hinten gesehen, oder? Wow. Okay, mir ist, glaube ich, ein bisschen anders. Einfach noch die hier? Ja, sehr gerne. Oh, geil, sind blau. Uff. Dios mio. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Boah, sieht schon bombastisch aus, ey. Schauen wir das an. Ich würde sagen, fantastisch. Geiles Lied übrigens. Stefan, bevor wir reinbeißen, muss ich sagen, es war mega cool, dass du da warst. Wirklich, Spaß gemacht, wirklich ne? geil. Hat wirklich Sehr Spaß viel gemacht. Ja. Komm jederzeit gerne wieder. Gerne. So, veganer Yoga-Burger, let's go. Boah. Mega lecker. Ja. Yoga, Burger. Burger. Wow. Wir müssen echt ein Restaurant machen. Wirklich, ey. Das war schon geil. In Berlin oder Barcelona? Oder? Barcelona. Ja, Barcelona. Ja. Kommt vorbei, Leute. Da kennt mich keiner, aber egal. Noch nicht. Sag niemals nie. Viel Spaß, Leute. Danke, dass ihr da wart. Es war schön. Und Ja, viel danke, dass Spaß du da beim warst. Nachmachen. Wirklich ein Vergnügen. Grazie mille. Ich darf noch aufessen. Oder? Ja, nee, das ist jetzt vorbei. Die Sendung ist vorbei, wir müssen jetzt gehen. Okay. Du musst jetzt hier das. Geil, let's go.